Hallo Leute, herzlich willkommen zum neuen Vlog für diese Woche. Ja, diese Woche, wie angekündigt, ein bisschen kürzer. Wir haben heute schon Freitag. Die verrückte Vorbereitungswoche liegt hinter mir. Es ist anstrengend gewesen, sich die ganze Zeit nochmal durch diese ganze Fachliteratur zu wälzen. Aber ich denke, es hat sich gelohnt. Das Bewerbungsgespräch ist sehr, sehr gut gelaufen. Und ja, ich denke Mitte nächste Woche, so circa, werde ich dann Bescheid wissen, ob es geklappt hat oder nicht. Aber ich denke schon. Naja, auf jeden Fall, weil diese ganze Woche so viel liegen geblieben ist, müssen wir natürlich jetzt ein bisschen was schaffen. Heute liegt hauptsächlich Gartenarbeit an. Die alte Kürbispflanze, die ist jetzt schon eigentlich lange fertig, ist auch schwer vom Mehltau befallen. Die müssen wir heute unbedingt dann mal wegmachen, sage ich mal. Die Kürbisse, die werden wir in den Keller legen. Und ja, die ganze Kürbispflanze, weil die halt eben so viel Mehltau hat, kommt nicht auf den Komposthaufen, sondern kommt einfach dann in die Biotonne. Die wird ja dann nächste Woche, nicht nächste Woche, aber übernächste Woche dann abgeholt. Und ja, dementsprechend das hintere Stück Rasen muss gemäht werden. Hinterm Haus muss Rasen gemäht werden. Eventuell den Hasenstall abbauen, also das Freiluftgehege für die Hasis. Das werden wir für dieses Jahr nicht mehr brauchen. Und für nächstes Jahr soll da auch eine andere Lösung dann daher. Ja, insgesamt klar Schiff machen, auf jeden Fall. Es ist ja nach wie vor immer noch ein bisschen chaotisch, wie man das hier zum Beispiel hinter mir sehen kann und so. Hier hat sich ja jetzt die ganze Woche über nicht viel getan. Übergangsleisten von den Türen dort im Esszimmer zur Küche und zum Bad wollte ich auf jeden Fall noch fertig machen. Hier vorne ist noch einiges. Das Fliesenlegen müssen wir noch machen, der Schrank muss noch fertig. Also es liegt ein bisschen was an. Ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal einfach mal zusammen, was als erstes so geht. Ich muss jetzt zuallererst einmal die ganzen Devices, sage ich mal, aufladen, also die Kamera und Handys und so weiter, damit ich für den Tag ausgerüstet bin. In der Zeit werde ich ein bisschen Hausarbeit machen und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich. Bis dann, ciao. Schaut mal, beim letzten Mal haben wir die Sprossen zu schnell aufgegessen, sodass ich sie euch nicht zeigen konnte. Aber ich habe natürlich sofort wieder neue angesetzt, weil wir ja... Aua, jetzt habe ich meinen Ellbogen eingehauen. Weil wir ja relativ viel davon essen, aber jetzt fokussiert er. Hier oben, das ist das Weizengras. Kann man sehr gut in Smoothies zum Beispiel verwenden. Wir haben es trotzdem in den Salat gehauen und mit Salat gegessen. Ist so ein bisschen süßlicher Abgang, kann man das so nennen, wie bei einem Wein, ihr wisst schon. Hier kämpfen sich gerade die Mungbohnen durch. Sehr, sehr lecker. Und hier unten die Brokkolisprossen. Die liebe ich ja auf Brot, Brötchen oder sonst irgendwie was, Knäckebrot. Mit so ein bisschen Margarine oder so drauf. Dann die Brokkolisprossen oben drauf. Richtig schön als dicker Busch. Die schmecken so ein bisschen scharf. Aber jetzt nicht dramatisch. Jetzt nicht, dass ihr denkt wie Chili oder so. Die Mungdinger, die mag ich gerne im Salat so, beziehungsweise oben drüber gestreuselt, über gebratene Nudeln oder sonst irgendwie was. Ja, und wie schon gesagt, das Weizengras haben wir einfach so in den Salat gemacht. Aber habe ich schon erwähnt, dass man einen Smoothie hauen kann? Ich glaube schon. Ja, so viel dazu. Das da und das da können wir morgen ernten. Eigentlich schon heute. Wir hatten aber heute Zucchini gegessen, da passte das nicht ganz so gut dazu. Und das Weizengras muss bis mindestens Donnerstag bleiben. Eigentlich so ein bisschen mehr Freitag, vielleicht sogar erst Samstag. Das muss mindestens 7 Tage lang bleiben. Und das ist fertig. Es ist Montagnachmittag und ich dachte, ich nehme euch mal auf die Fliesenkratz-Exkursion ein bisschen mit. Wie ihr seht, hier ist es schon weggekratzt, da wo, wartet mal, wo, wie? Ah, hier, genau. Hier in diesen Flächen ist vorher dieser ganze Schmand gewesen, sage ich mal, der drunter gelaufen ist. Habe ich weggekratzt, diesen ganzen Kram, mit diesem Skalpell, was ich hier in der Hand habe. Keine Ahnung, 5 Euro auf Amazon oder sowas, also jetzt nichts Großartiges. Und das kann man dann mit dem Ethanol noch wegmachen. Und was ich zusätzlich noch mache, hier sind ja, bitte fokussieren. Wartet mal, ich muss mal hier auf meinem Handy tippern. Jetzt hat er wieder fokussiert, genau. Wie ihr hier seht, sind ja nicht ganz so runde Kanten an manchen Stellen, ne? Die runde ich dann auch ab. Das ist genauso hier hinten, da bin ich ja, also da hinten, da bin ich ja auch noch dabei. Und ich habe extra gerade noch eine Stelle hier so ein bisschen schmantiger gelassen, damit ihr das von nahen auch mal seht.
wie das hier teilweise drüber gelaufen ist. Und hier habe ich halt die Sachen jeweils abgekratzt und ja, mache mich jetzt weiter an die Arbeit. Ein paar Fliesen fehlen noch. So Leute, wir werden jetzt mal zusammen das Chaos hier beseitigen. Ihr seht schon, ich habe die Biotonne hier hergestellt. Mal schauen, ob wir hier alles reinkriegen. Ja, jetzt heißt es Kürbisse ernten und sauber machen. Guten Morgen zusammen, wir haben es 8:46 Uhr am Freitag. Reger Verkehr. Die Leute waren wahrscheinlich auf Arbeit und zurück und so weiter. Und was ich euch zeigen wollte, beziehungsweise fragen wollte, seid ihr eigentlich schon in Halloween-Stimmung? Denn wir sind's. Oh, was macht das Licht? So machen wir das. Das sind einfach nur, wie man sieht. Oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht, was für Gläser das waren. Pflaumenmus? Nee, Pflaumenmus sieht anders aus. Keine Ahnung. Irgendwelche Gläser, die ich mit wasserfestem Stift angepinselt habe. Dort machen wir dann kleine Kerzis rein. Ich weiß nicht, ob ich oben vielleicht noch so ein grünes, wie nennt man das denn, so Schleifenband oder sowas drumherum mache. Aber es soll ja für draußen auch halten. Mal gucken, wie ich es mache. Ich fand es ganz süß und ich dachte vielleicht, falls ihr noch eine Idee braucht, die kein Geld kostet oder nicht viel, zumindest musste ich keins ausgeben, weil ich alles davon schon zu Hause hatte, dann findet ihr das vielleicht klein und süß als Halloween-Idee. Ja, ich weiß, wir haben erst Anfang September, aber man kann sich ja schon vorbereiten.
spielen kann oder besser spielen kann, als immer nur, wenn Sonnenlicht da ist. Die Kürbisaktion ist hinter uns. Ich muss sagen, es sind 3 sehr schöne Kürbisse geworden. Der eine ist ein bisschen kleiner als die anderen, aber das ist auch halb so wild. Ich wusste übrigens auch gar nicht, dass Hokkaido-Kürbisse im Durchschnitt 4 Kürbisse kriegen und der Rest dann gar nicht reif wird. Also das scheint wohl so zu sein, dass das ganz normal war, dass die Früchte, die noch zusätzlich ran waren, abgestorben sind, sozusagen. Das macht der Kürbis wohl von sich aus, weil er wahrscheinlich nicht mehr als 4 Stück oder so hinbekommt. Keine Ahnung. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich da richtig liege. Oder ob ich da mich ein bisschen falsch informiert habe, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ganz so viel Zeit habe ich da jetzt auch noch nicht drin investiert, sondern mehr oder weniger, muss man halt so sagen, das ist jetzt so, was ich auf die Schnelle mal aufgeschnappt habe. Naja, auf jeden Fall bin ich dann nach der Aktion mit dem Kürbis dann nochmal los gewesen, habe noch 2, 3 Sachen eingekauft, unter anderem Vogelfutter und noch ein paar Blümchen für draußen, so Herbstblümchen. Die müssen wir noch einpflanzen. Ja, und wie ihr gesehen habt, die ganzen Erdbeeren habe ich umgepflanzt. Das wurde auch mal höchste Eisenbahn, aber wir hatten bis jetzt auch keinen Platz dafür. Die sollten ja dann hierher, zusammen dann später mit diversen Kräutern und so weiter. Und dafür musste natürlich erst der Kürbis weg, aber da musste ich mir dann erstmal sicher sein, dass der auch fertig ist. Nicht, dass der halt, dann, sage ich mal, zu früh geerntet wird und dann wird das alles schlecht innerhalb kürzester Zeit. Ja. Das ganze Zeug liegt übrigens hier jetzt rum, wie man sieht. Ich werde das gleich aber alles runter in den Keller schaffen. Ich lasse es, glaube ich, eine Nacht oder so hier oben stehen, damit die Stiele halt ein bisschen trocknen können. Ich denke mal, das ist ganz gut. Vielleicht lasse ich es auch ein paar Tage hier liegen, bis sich das halt so ein bisschen, getrocknet hat, sage ich mal. Man sagt ja, die Stiele, die vertrocknen. Und dann haben keine Pilze und Mikroorganismen und so halt Zugang zum Kürbis. Und wenn ich die jetzt direkt in den Keller schaffe, denke ich mal, dass das Mikroklima dort eher dafür sorgt, dass es sich vielleicht nicht schließt und dann trotzdem schimmelt oder so. Keine Ahnung. Da habe ich auch keine Erfahrung. Also wenn ihr da Erfahrung habt mit Kürbislagerung, dann haut es mal in die Kommentare. Wahrscheinlich werden die ja noch hier liegen, wenn der Vlog rauskommt. Ja, ich denke mal, morgen, übermorgen auf jeden Fall. Ja, und dann kann ich direkt auf eure Tipps eingehen. Ja, auf jeden Fall bin ich dann losgefahren, habe dann jede Menge Vogelfutter gekauft und unter anderem noch eine Gartenschere, weil ich bei dem Efeu noch bei wollte. Habe dann noch mit Schwiegermutter telefoniert und dementsprechend sind die Stunden ins Land gezogen und jetzt ist es auch gleich schon 1 Uhr. Naja. Sarah und ich, wir wollen gleich noch zum Biomarkt fahren, neues Wasser holen und ein bisschen Obst und Gemüse. Und und dann wahrscheinlich auf dem Rückweg Mittagessen mitnehmen. Das heißt, ich muss mich jetzt mal ein bisschen sputen. Ihr wisst ja, hier hinten muss Rasen gemäht werden. Ich kann ja einmal rüber filmen. Vielleicht sieht man es ja so, man sieht es eher überhaupt nicht. Naja, und hinten dort, wo der Abfluss ist der Ablauf ist für die Dachrinnen, da muss ich natürlich auch noch mähen, weil da ist wieder am dransten. Ja, das will ich jetzt als allererstes mal machen. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt mitfilme, weil wie gesagt, jedes Mal zu sehen, wie ich Rasen mähe, ist ja im Endeffekt dann auch langweilig. Deshalb, schauen wir einfach mal. Oh Mann, naja, mal kurz einen Blick drauf werfen hier, auf die Erdbeeren nochmal. Sie haben natürlich jetzt ein bisschen, lassen sie ihre Stängel hängen. Das ist wahrscheinlich normal, direkt nach dem Umpflanzen. Die können jetzt erstmal in Ruhe anwachsen. Dann ist der Plan so, sind ja eigentlich Walderdbeeren, also wilde Walderdbeeren. Das heißt, die sind es ja gewöhnt, so von sich aus, dass sie halt auch Kälte und so abkönnen. Aber ich werde wahrscheinlich dann das Stück hier mulchen. Also, was heißt mulchen? Nur mit lockerem Stroh halt noch ein bisschen den Winter zu erleichtern. So, hier vorne machen wir dann eine Abgrenzung. Und hier werde ich dann wahrscheinlich Rasen säen. Den habe ich auch schon gekauft.
Und auf den Rasen werden wir dann nächstes Jahr ja, unsere Dinge für den Kräutergarten aufstellen. Und ja, so kann der Rasen dann schon mal anwachsen. Ist dann praktisch wie ja, ein guter Boden, wo man drauf laufen kann. Weißt du, wenn das jetzt Erde ist, es halt, gehst du einmal mit beim Regen drüber, hast es in der Schuhsohle kleben. Beim Rasen ist es nicht so. Deshalb fand ich, Rasen ist eigentlich eine gute Idee. Ja, aber ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das dort machen würdet, wie ihr dort in der Ecke ein Gemüsebeet, ein Gemüsebeet sei schon, ein Kräuterbeet gestalten würdet. Ich kann es euch ja nochmal einmal ganz genau zeigen. Das ist nicht viel. Das sind so ungefähr 2 Quadratmeter. Hier ist noch die Abluft für den alten Abfluss. Den können wir auch nicht einfach so wegmachen. Also natürlich kommt die irgendwo mal weg, aber es wird noch ein bisschen dauern. Aber ihr seht ja ungefähr die Fläche. Also hier eine Abtrennung und dann soll hier ein Gemüsebeet entstehen. Unter anderem hier dann auch in Töpfen, wenn der EWC-Container weg ist. Ja, dann bis an die Wand hier ran. Deswegen auch dort in Töpfe. Ja, kann ich vielleicht auch noch mal erzählen. Ist vielleicht auch interessant, weil dieser Vorbau hier, der ist ja im Prinzip nicht wirklich gut gemacht und ja, teilweise auch schon recht marode. Und deshalb ist jetzt längerfristig der Plan, das Ganze auch höher zu setzen, eine größere Tür reinzumachen und ja, praktisch das Entkernen und das Grundgestell mit einem Spitzdach drauf dann zu erstellen. Und dann müssen wir halt an der Ecke noch ran und dort arbeiten. Und ja, wenn du dann einen Blumenkübel hast, dann kann man es relativ schnell dann zur Seite stellen. Ja. So viel dazu erstmal. Ich werde jetzt erstmal Rasenmähen und ja, wir sehen uns dann später. Eventuell beim Rasenmähen oder halt auf dem Weg zum Laden oder wann auch immer. Also Leute, kleine Planänderung. Ihr seht, ich bin mit dem Auto unterwegs. Ich wollte Rasen mähen und genau in dem Moment, wo ich den Rasenmäher angemacht habe, bin ich ein Stück gefahren und dann ist vorne die Höhenverstellung abgebrochen. Dann habe ich versucht, das Ganze ja an 2 Stellen mit einem Eisenbohrer, mit einem Metallbohrer zu durchbohren und Schrauben reinzumachen, aber da war nichts zu machen. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Legierung ist. Dementsprechend ja, habe ich jetzt nochmal losfahren müssen, um was zu kaufen, was ich schon eine Weile auf der ja, Einkaufsliste stehen habe, auf der Wunschliste, weil auch gerade mittlerweile sich wieder schon so ein bisschen angesammelt hat, was mit diesem Gerät auch erledigt werden müsste. Und ja, jetzt mit dem Rasenmäher, das hat halt keinen Aufschub mehr und dementsprechend bin ich jetzt losgefahren. Wir haben jetzt den Ausflug zum Bioladen verschoben und ich bin losgefahren und habe ja ein Schweißgerät gekauft und ja die dazu passenden Teile alle. Und ja, jetzt will ich nachher mal schauen, dass ich das Ganze ja irgendwie gefixt bekomme. Ich hoffe, es lässt sich schweißen. Ich habe extra Elektroden gekauft, die auch für Gusseisen und so sind. Normalerweise sagt man eigentlich, Guss kann man gar nicht schweißen. Aber ja, zumindest eine Komponente davon kann dann Guss sein. Und ich hoffe, ich kriege es geschweißt. Ansonsten muss ich irgendwas improvisieren. Naja, auf jeden Fall Sarahs Bürostuhl. Da ist ja auch beim Umzug was kaputt gegangen. Ein Metallteil abgebrochen. Und ja, dann habe ich noch in der Werkstatt 2, 3 Dinge rumliegen, die noch geschweißt werden müssen. Ja, aber ich denke, heute werde ich zuerst mal den Rasenmäher dann machen. Und ich hoffe, es klappt. Weil ich muss Rasen mähen. Und ja, wir haben noch einen Elektrorasenmäher. Aber ich habe den noch nie getestet. Und ich habe auch, ja, schwierig, dass ich dort genug Kabel habe. Also wenn dann eine Kombination aus Laufkabel und Kabeltrommel, keine Ahnung. Aber das möchte ich am liebsten vermeiden. Weil der andere, der hat ein bisschen mehr Power. Und das Gras gerade beim Regenablauf ist schon dementsprechend hoch. Ja, also denke ich mal, hoffe ich mal, dass ich das Ding repariert bekomme. Naja. Leute. Naja, gut. Ich mache mich dann mal erstmal auf den Heimweg und wir sehen uns dann später.
So, liebe Leute, ich habe das jetzt mal ein kleines bisschen aufgebaut hier. Ich hoffe, das funktioniert gleich. Also wir haben jetzt hier praktisch das abgebrochene Teil. Das hier ist sozusagen am Rahmen vom Rasenmäher verschraubt mit einer einzelnen Schraube, mit einer Kontermutter drauf. Und ja, dieses Teil kommt dann praktisch so hier ran. Moment. So. So kommt es ran. So. Und dann haben wir hier im Prinzip den langen Bügel, der dann hier so einen Biputz hat und das Rad dann anhebt und einstellen kann. Jetzt, wo das nicht dran ist, drückt mir das im Prinzip, ist der Rasenmäher ganz nach unten gestellt und dann ist der Rasen viel zu kurz. Also stellenweise hackt er den schon fast bis auf den Mutterboden runter. Deshalb, ja, müssen wir das jetzt mal flicken. Gut, wollen wir mal schauen.
herzlich willkommen am Samstag. Ja, ich bin jetzt gerade mal rausgegangen. Es ist auch schon ein bisschen später, kurz nach 9. Ja, und ich möchte jetzt hier ein bisschen Rasenkanten schneiden. Ich muss hier hinten noch Rasen mähen. Ich habe auch noch die beiden Hasis noch mal rausgesetzt. Dann können sie noch mal ein bisschen den Auslauf genießen, bevor ich den dann, ja, wahrscheinlich dann vielleicht doch erst in 4 Wochen abbaue. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt hier hinten erstmal ein bisschen klar Schiff machen und ja, dann liegen noch einige andere Sachen an. Also seid gespannt. Und hier erwischen wir gerade jemanden bei der Gartenarbeit. Beim Rasenkämmen, genau. Kannst du mal zeigen, ich habe hier den Efeu zurückgeschnitten. Und den Efeu zurückgeschnitten, wartet. Der will nämlich immer, boah, ich sehe gar nicht, was auf dem Display ist, weil das so hell ist. Bis hier in dieses Loch wollte er schon rein und hier oben war er auch schon dran. Obwohl ich erst vor 2 Monaten da zurückgeschnitten habe. Der will nämlich immer unter die Fassade krabbeln und rein, weil es drin so schön ist. Und schaut mal, unser Tricolore-Flieder ist zumindest Bicolore aktuell. Naja. Heidelbeeren, geilo. Mag man gar nicht glauben, der Herbst ist da. Das sind alte Blätter. Die haben wir alle rausgehakt. Ich habe den Efeu auch unten abgeschnitten. Boah, das ist so hell. Ich sehe gar nicht so richtig, was hier auf meinem Display passiert. Oh, nackte Menschen, wartet. Es ist Samstag und ich bin gerade auch mal rausgekommen, weil ich habe drinnen noch Fliesen gekratzt. Für den Küchenfliesenspiegel, ihr wisst, das haben wir euch ja schon gezeigt, beziehungsweise ich glaube ich auch schon in einer kleinen minütlichen Sequenz. Und ich habe dazu so eine Kopflampe, damit ich besser sehen kann, was ich dort wegkratze. Und deren Akku hat gerade den Geist aufgegeben. Das war halt ein guter Grund dafür, jetzt hier rauszukommen. Das lädt jetzt und ich wollte euch zeigen, dass Christian unsere Pflänzel hier reingeholt hat, die Erdbeeren, die Kürbisse geerntet und die Gartenzwerge und generell die Gartenfiguren reingeholt hat, weil es wird ja jetzt draußen ein bisschen kühler, auch wenn man das hier durch den Dschungel gar nicht so sehen und glauben mag. Schaut mal, wie schön der Himmel aussieht. Traumhaft, oder? Dann könnte man glatt so aufs Thumbnail packen, damit die halt nicht kaputt gehen und irgendwie der Lack abplatzt oder sonstiges.
Deswegen finden die hier drin ihr Winterquartierchen. Und Christian macht gerade diese lauten Geräusche draußen. Ich glaube, es ist kacke, wenn ich mit euch dorthin laufe, weil ich so am Wackeln bin. Wir haben ja aktuell keinen Gimbal, um das Bild zu stabilisieren. Und auch kein iPhone, um das Bild zu stabilisieren. Zumindest unsere Handys haben das nicht schon automatisch drin. Aber ist ja Wumpe. Da seht ihr vielleicht 2 kleine Flauschehasen. Gut getarnt im Grase. Die dort gerade, ich kann ja mal ein bisschen rangehen. Wer seekrank ist, der guckt jetzt mal kurz weg. Schön am Chillen. Im Garten. Nicht wahr? So, da hinten durch die magische Glitzertür ist Christian gerade verschwunden. Komposthaufen zeigen, der hat sich heute gut gefüllt. Ich soll den Komposthaufen zeigen. Gehen wir gleich mal hin. Ich zeige euch auch gleich das Erdbeerbeet. Passt hier durch? Oh. Eng, aber passt. Denn ich wollte euch eigentlich zeigen, dass ich mich gleich in meiner rosa Gießkanne hieran mache. Das Heidekraut und was ist das andere? Was ist das neben dem Heidekraut? Okay, das Heidekraut und das weiß ich nicht, machen wir dann in diesen Trog rein mit den Scherben so ein bisschen schön dekoriert. Das haben wir nicht extra zerbrochen, das war Kollateralschaden. Und das machen wir ein bisschen schön. Und dann stellen wir das irgendwo hin, wo es schön aussehen kann. So. Und jetzt würde ich sagen, wenn Christian das gesagt hat, machen wir uns mal auf den Weg zum Komposthaufen. Aber keine Sorge wegen Seekrankheit. Oh, schaut mal, das zeige ich euch vorher noch. Er hat unsere kleinen Tontöpfe hier auf so ein Mini-Regal-Ding gelegt. Das ist süß. Ich mag sowieso eigentlich dieses kleine Gewächshaus-Ding hier. Schade, dass das wahrscheinlich, weil es schon so kaputt und morsch und sowas ist, dem Abriss irgendwann zum Opfer fallen wird. Aber vielleicht können wir es ja noch irgendwie retten. Mal gucken. Aber was ich euch auch noch zeigen wollte, hier, das hat alles rausgerissen. Zuschauer von alten Vlogs werden vielleicht wissen, dass hier Kürbis gewachsen ist und hier vorne so eine Gurke. Und ja, die haben das zeitlich hier gesegnet. Die Kürbisernte habt ihr ja im vorherigen Clip irgendwann gerade gesehen. Und jetzt musste was Neues her. Und das Neue sind unsere alten Erdbeeren. Mal schauen, was da noch so draus wird. Das sind die Walderdbeeren. Die müssten also theoretisch, ich hatte auch schon Bedenken, ob wir den kleine Erdbeerpullis stricken müssen oder so. Aber Christian hat gesagt, das müssten die eigentlich überleben, weil im Wald würden sie es ja auch überleben. Naja, mal gucken. So Leute, mein Handy hat aus unerfindlichen Gründen nur noch Platz für 5 Minuten Videomaterial. Das wollte ich auf dem PC ziehen und das hat irgendwie nicht geklappt. Und das hat mir einfach zu lange gedauert und deswegen habe ich mir jetzt Christians Handy geschnappt. Und ich glaube, die Farben sehen auch viel besser aus als mit meinem Handy, oder? Falls ihr das auch findet, haut es mal irgendwie in die Kommentare oder so. Vielleicht habe ich aber auch irgendwie einen Knick in der Optik oder weil halt jetzt das Licht des Himmels nicht mehr so hell da ist, dass ich die Farben vielleicht ein bisschen besser erkenne oder so. Keine Ahnung. Christian ist auf jeden Fall gerade nochmal eine Runde einkaufen, weil ich habe es vergessen. Ich habe gesagt, er soll mir gefrorene Heidelbeeren mitbringen, weil Heidelbeeren sind beste. Auf jeden Fall haben wir in der Zeit... Guck mal, wie cool der Weg hier aussieht, oder? Wenn er jetzt auch noch ordentlich gefegt wäre, wäre das richtig schön. Aber wir haben in der Zwischenzeit die Aufgabe, das alles ein bisschen Herbst-Halloween-mäßig zu schmücken. Außerdem das ganze Blumengewirr, was hier außen steht, einzutopfen und einzupflanzen in die verschiedenen Dinge. Und da steht nämlich unser Freund die Pflanzerde. Das sieht aus, als wäre es nicht gebrandet, als hätte irgendjemand das halt so, um Werbesendungsdings zu vermeiden. Ihr wisst schon, was ich meine. Naja, auf jeden Fall werde ich das jetzt alles hier einpflanzen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es fertig ist, würde ich sagen. So, liebe Leute, da sind wir auch schon am Ende des Vlogs angekommen. Ja, tut mir leid, diese Woche leider ein bisschen kürzer, hatte ich ja bereits angekündigt, da ich ja kaum bis gar keine Zeit hatte zu filmen, bis auf jetzt den Freitag und den Samstag. Ja, und dementsprechend sind wir jetzt leider schon am Ende. Die Uhr da hinten, die ist jetzt leider gespiegelt, also es ist jetzt kurz nach 7. Und ja, ich bin seit 6 Uhr heute Morgen ungefähr unterwegs und dementsprechend mache ich jetzt Feierabend. Ich werde jetzt gleich hier mal Sarahs wunderbaren Marmorkuchen, den sie heute gebacken hat, probieren. Wo das kann ich jetzt auch im Vlog direkt mal machen.
liebe Marmorkuchen. Ja, ich will euch jetzt hier nichts vorkauen. Ja, auf jeden Fall dazu gibt es dann einen kleinen veganen Cappuccino. Oh, heiß. Und dann, ich werde jetzt gleich wahrscheinlich noch mich hinsetzen und den Vlog für euch schneiden für morgen, sodass ich morgen wieder auf Zeit aufstehen kann, beziehungsweise 2 Stunden länger schlafen, wieder um 6 Uhr aufstehen und dann, ja, denke ich mal, wir sind uns noch nicht ganz sicher, was morgen passiert, aber wir müssen noch das Wohnzimmer ein bisschen aufräumen, wisst ihr ja, der Schrank steht nach wie vor aus, die Übergangsleisten müssen gemacht werden, generell Badezimmer habe ich jetzt letzte Woche, oder muss ja einmal die Woche durchgeputzt werden. Ja, und dann vielleicht noch ein bisschen weitermachen. Aber der Plan kann sich natürlich auch noch ändern. Es kann auch genauso gut sein, dass wir morgen sagen, wir machen den Sonntag zu einem Sonntag, was ja eigentlich ganz gut ist, weil ja, da beginnt die Arbeitswoche für Sarah wieder. Und ja, im Prinzip so ein Tag, wo es halt wirklich Wochenende ist, ist ja auch ganz schön. Ja, müssen wir mal schauen. Obwohl es Dekorieren und so vom Wohnzimmerfenster so ein bisschen herbstlich machen und alles und vielleicht ein bisschen draußen noch im Garten. Das ist ja jetzt nicht wirklich irgendwas, was Arbeit ist, sondern was Spaß macht. Und das passt ja dann eigentlich wieder ganz gut in so einen Tag rein. Naja, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall werde ich das Ganze jetzt gleich noch schneiden. Denn ich habe mir gedacht, so viel ist es ja, glaube ich, dieses Mal nicht. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Ich habe es ja noch nicht gesichtet, das Material. Und ich glaube, Sarah hat heute auch ein bisschen was für euch aufgenommen. Da weiß ich jetzt auch nicht, wie umfangreich das ist. Aber ich denke, das mache ich gleich fertig. Und dann kann ich mich direkt auf die neue Woche stürzen. Nächste Woche wird es richtig spannend. Ihr müsst auf jeden Fall die Daumen drücken. Denn nächste Woche, Mitte der Woche, wie gesagt, steht ja noch an das Gespräch, ob es jetzt geklappt hat, ob ich meine neue Stelle habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es geklappt hat, aber man weiß es ja nie so ganz genau. Und dementsprechend, ja. Und nächste Woche wird ja auch einiges passieren. Also haustechnisch. Ne? Wir haben eine ganz reguläre Woche. Ich glaube, am Montag ist noch ein Zahnarzttermin. Ansonsten ist jetzt eigentlich nicht wirklich was. Jedenfalls nicht, dass ich gerade so wüsste. Und dementsprechend, ja, werde ich die Tage dann so ein bisschen planen, dass wir hier ein ganzes Stück weiterkommen. Wir wollen ja, wie gesagt, den Fliesenspiegel jetzt endlich fertig machen. Der wäre schon fertig. Wir haben allerdings, kann ich ja vielleicht auch noch mal ganz kurz erzählen, wir haben jetzt beschlossen, noch mal zu schauen also wir haben uns jetzt eine neue Farbe ausgesucht, eine kristallklare UV-beständige Kunstharzfarbe vom selben Hersteller. Die ist speziell zum Versiegeln nochmal gedacht. Die haben wir uns jetzt bestellt, denn wir haben zum Testen die Probestücke mal raus in die Sonne gelegt und die sind dann irgendwann mal gelb geworden, nach 2, 3 Tagen. Und das ist halt ein Zeichen davon, dass es halt nicht UV-beständig ist. Und dementsprechend wollen wir das dann jetzt nochmal mit einer anderen. Die ist dann auch kristallklar und nicht so leicht milchig, wie die wir jetzt haben. Und ich denke, das ist dann schon besser. Die wird aber erst im Laufe der nächsten Woche kommen. Das heißt, ja, da geht es jetzt erstmal nicht weiter. Aber wir haben ja noch genug andere Sachen zu erledigen. Und ich denke, da werden wir kommende Woche schon einiges erleben. Eigentlich wollte ich ja heute noch Sarahs Bürostuhl schweißen. Muss ich mal gucken, ob ich das morgen mache. Je nachdem. Ich habe die Lehne noch nicht gefunden. Die war mit im Wohnzimmer und Schwiegervater und ich haben das ja alles umgeräumt. Jetzt muss ich mal schauen, wo wir die hingeräumt haben. Ich habe aktuell nur das Ding, was angeschweißt werden muss und die Schrauben dazu. Also, ja. Naja, aber ihr werdet es ja nächste Woche sehen. Wie gesagt, ihr seid wie immer herzlich eingeladen, dabei zu sein. Nächste Woche auch wieder zu schauen, was wir so angestellt haben die ganze Woche. Und ja, lasst euch aus in den Kommentaren, was das Zeug hält zu allen möglichen Themen, die ich jetzt so im Blog mal angesprochen habe. Wie gesagt, wenn jemand noch mehr Erfahrung hat mit Schweißen oder halt auch ein paar Tipps, wie man noch draußen was bepflanzen kann oder wie man jetzt zum Herbst hin, was dort vielleicht wichtig ist, vorzubereiten für nächstes Jahr, vielleicht schon gartentechnisch und so, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, dann vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch oder wir wünschen euch eine tolle Woche, einen super Start in die neue Woche, einen ganz entspannten
Start in die 3. Septemberwoche. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche, wenn ihr wollt. Bis dann. Ciao.